dieser Kontakt mit den eigenen Sinnen etwas, was dich in deinem Körper und in dem Jetzt auch ankommen lässt und was eine gewisse Ruhe bringt, weil oft ist der Stress, den man hat, ja, kann schon sein, dass der im Außen zu spüren ist, aber viel öfters ist der im Kopf. Der Stress, ein ehemaliger Unikollege von mir, und er hat mir vor, ich glaube, 8 Jahren oder so mal diesen Satz gesagt: Shadi, Stress hat man nicht, Stress macht man sich. Und ich war damals so ein Blödsinn, der weiß nicht, was Stress ist, aber es stimmt. Hallo, mein Name ist Shadi. Herzlich willkommen oder willkommen zurück. Mich fasziniert es, was passiert, wenn man sich seinem eigenen Geist oder seinen eigenen Gedanken widmet und wie sich dann Dinge im Innen, aber dann auch im Außen wandeln. Und heute möchte ich über die Kraft der Stille sprechen. Und zwar möchte ich dich einladen, mit mir in eine Ruhe zu kommen. Und das geht sehr gut auch, wenn du gerade in der U-Bahn bist oder einfach irgendwo auch in einem sehr, wie du merkst, ich bin gerade sehr still in mir oder sehr ruhig. Ich ruhe sehr viel in mir. Es geht auch in einer Umgebung, die sehr turbulent ist. Und das möchte ich jetzt gern mit dir teilen. Und zwar möchte ich dich einladen, dass du einfach mal deinen Blick schweifen lässt und einfach mal auch gerne den Kopf wendest und mal schaust, wo du bist, quasi mit den Augen, also mit deinem Sehsinn diese Umgebung erfüllst und mal schaust, was du sehen kannst, einfach beobachtest und nimm dir die Zeit, solange du das machen möchtest. Und wenn du spürst, dass es gerade gut passt, dann werde immer ruhiger mit deinem Kopf und bewege dann noch die Augen selber und taste dich quasi mit den Augen durch dein Sehfeld. Beobachte derweil. Vielleicht spürst du dann auch irgendwie einen Wind, falls du gerade draußen bist, oder du hörst irgendwas und du nimmst es einfach nur wahr. Dann hast du meinen Atem gerade gehört und du kannst mit den Ohren, hörst du die Geräusche aus deiner fernen Umgebung und aus deiner nahen Umgebung. Und ganz nah ist das Geräusch deines Atems. Und ohne ihn viel zu verändern, atmest du einfach ein und aus. Und du merkst schon, wie dieses Ein- und Ausatmen eine gewisse Ruhe bringt, eine gewisse Erdung bringt und ein Ankommen bei dir, weil du deine Aufmerksamkeit auch mehr zu dir richtest. Dann kannst du mal beobachten, wo sich Spannung lösen möchte. Das kann zum Beispiel sein, zwischen den Augenbrauen sammelt sich gern Anspannung, ähm, indem man dann zusammenkneift. Oft weiß man das gar nicht oder merkt man es gar nicht. Man kann gern mit den Händen ein bisschen diese Anspannung zerreiben oder weich streichen. Dann sammelt sich auch sehr gerne Anspannung im Kiefer. Und dann kann man gerne mal mit den Fingern auch tasten auf diesen Masseter heißt der, glaube ich, der Muskel. Und einfach mal ein bisschen abtasten und gar nicht mal so viel beurteilen, sondern einfach mal fühlen, auch wenn es härter ist, okay, aber einfach mal so wie Plastilin ein bisschen abtasten und gerne das Kiefer hin und her bewegen.
Und ich merke auch gerade natürlich, wenn man jetzt mitten in der U-Bahn sitzt, ist es sicher lustig, aber man kann das auch ganz gut ohne den Händen machen und einfach ein bisschen das Kiefer bewegen, so wie es sich gut anfühlt gerade. Wo sich auch sehr, sehr gerne Anspannung sammelt, ist im Nackenbereich und auf den Schultern. Und auch hier finde ich es immer ganz hilfreich, mit den Händen einfach mal zu spüren. Und das sind auch tatsächlich Sachen, die ich auch mitten in der Öffentlichkeit mache. Ähm, genau, einfach abtasten, gerne auch ein bisschen kräftiger rein massieren. Und was dann auch sehr angenehm ist, das mal die Schultern hochzuziehen und fallen zu lassen. Und hochzuziehen und fallen zu lassen. Und hochzuziehen und fallen zu lassen. Und da auch so eine Geschmeidigkeit zu fühlen. Und also ich fühle mich jetzt schon sehr viel ruhiger, als ich schon am Beginn des Videos war. Und ja, es ist einfach eine Möglichkeit, das kann man natürlich ausweiten, so viel man möchte. Man kann ganz am Anfang den Teil, wo man seinen Kopf bewegt und einfach nur beobachtet, das kann man so lange machen möchte, machen. Die Sequenz mit dem Atem, man kann das auch am Anfang machen, wie sich's gerade anspürt, sind auf jeden Fall so ähm, dieser Kontakt mit den eigenen Sinnen, etwas, was dich in deinem Körper und in dem Jetzt auch ankommen lässt und was eine gewisse Ruhe bringt, weil oft ist der Stress, den man hat, ähm, ja, kann schon sein, dass der im Außen zu spüren ist, aber viel öfters ist der im Kopf, der Stress, weil man denkt, es geht sich nicht aus. Und ein ehemaliger Unikollege von mir hat mir, ich muss grad lachen, weil er kommt aus Kärnten und hat so eine ganz sympathisch kärntnerische Gemütlichkeit oder Relaxedheit. Und er hat mir vor 8 Jahren oder so mal diesen Satz gesagt: Shadi, Stress hat man nicht, Stress macht man sich. Und ich war damals so ein Blödsinn, der weiß nicht, was Stress ist, aber ich komme drauf, es stimmt, weil im Endeffekt, wenn man viel zu tun hat oder wenn sich Dinge auch nicht ausgehen, dann ist es so, aber ich muss mich deswegen nicht noch stressen, weil dann geht es halt nicht aus, ich kann jetzt auch nichts machen. Und genau, also dieser Satz hat mich, danke Chris, dieser Satz hat mich ähm, hilft mir sehr, viel Ballast abzuwerfen, der gar nicht nützt. Genau, aber zurück zur Ruhe. Ja, das sind so paar Dinge, eben dieses Schauen, wo man ist, atmen, wo man ist, spüren, wie ist mein Körper gerade, wo kann er ein bisschen mehr Entspannung brauchen. Das sind so ganz leichte Tools, wo ich sehr, sehr schnell ankomme bei mir und in die eigene Ruhe komme. Genau. Ich freue mich zu lesen oder ja, zu hören, wie es euch gegangen ist und danke fürs Zuhören. Ciao.